Hey Host, das ist ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Ricochet, ausgestattet mit der Variation Berserker und dem Untersatz Hunter. Ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Ich habe jetzt schon eigentlich eins aufgenommen und mitten in der Aufnahme, wie sollte es auch anders sein, die Technik versagt komplett. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Selbst bei einem Neustart hat er nicht mehr alles erkannt. Ach, es ist natürlich, wie es sein muss. Gut, Technik, wie wir sie lieben. Aber ist in Ordnung. Ich habe ja nur gewonnen. Na gut. Tja, wird euch auch so immer mal wieder Werbung mit KI-Stimmen angezeigt, wenn ihr euch so Videos reinzieht und dann wird da geredet über irgendwelche Weltneuheiten. Ja, irgendein Ingenieur hat ein Geheimnis gelüftet, ja, mit dem, keine Ahnung, ganz böse Konzerne ganz viel Geld machen und jetzt für einen billigen Preis kannst du davon profitieren, weil er jetzt halt seine eigene Plastikkiste oder so auf den Markt geworfen hat. Solche Werbungen. Ja, mir wurde vor kurzem eine lustigere Werbung angezeigt. Da muss ich wirklich lachen. Also, ja, ich habe Aua. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das war ja so ein Hardcore-Laserpointer, ne? Die ganz fetten Dinger. Und er wurde halt so gezeigt, das Ding kann durch Äste schneiden ohne Probleme und. Aber wie das beworben wurde, also da muss ich wirklich lachen, als es dann hieß, dass das auch zur Selbstverteidigung im Straßenverkehr geeignet ist. Und ja klar, ne, wer kennt es nicht, wenn nicht irgendjemand von hinten anfährt, ihr kennt ja so Szenen, also wie heißen diese Videos, Road Rage oder so? Ja, wo dann halt auf einmal Leute so ausrasten, dann aus dem Wagen aussteigen mit einem Baseballschläger oder so. Und statt einen Baseballschläger nimmst du einfach da diesen Star Wars Laserpointer, wenn man ihn so bezeichnen möchte, wie so ein Lichtschwert, säbelst du ihm dann einfach den Arm ab. Ne? Wenn er dann kommt, das ist Selbstverteidigung. Selbstverteidigung im Straßenverkehr. Herrlich. Aber gut, es muss sich ja scheinbar finanziell lohnen, ja, aber ansonsten, also nicht, dass man jetzt damit Leuten da die Arme absäbelt, aber es muss sich ja scheinbar lohnen, dass genug Leute diese Produkte dann kaufen über solche Werbungen. Wobei ja für mich das Ganze völlig unseriös ist, wenn da jemand ankommt und wirklich, also in letzter Zeit, ne, KI ist halt überall, wo man hinguckt. Überall KI. Und natürlich halt auch in Werbungen und was da teilweise angezeigt wird, das... Oh. Denkst du, dass dein Freund dich betrügt? Jetzt kannst du seine Telefonnummer hier und da eintragen und dann wird alles wird alles angezeigt, so, wo er registriert ist mit dieser Telefonnummer. Eieieiei. Ich bin mir sicher, das verstößt gegen den einen oder anderen Datenschutzgedöns, aber ich bin da kein Experte. Ja, na gut. Aber gut, auch da wieder, ne? Es muss halt scheinbar wirklich echt naive Leute geben, die sich halt sagen, das mache ich jetzt, ne? Genauso wie sie sich halt irgendwelche Laserpointer kaufen, ne? Die sagen sich, ja, das mache ich jetzt, so einen will ich haben. Was macht man denn damit? Also außer halt einen Abend Spaß haben und da irgendwie seine eigene Wohnung in Brand setzen. Vielleicht kann man das ja irgendwie bei der Versicherung als, keine Ahnung, als Upsi oder so angeben, dann kriegt man vielleicht ein bisschen Geld erstattet. Ich weiß es nicht. Hey, aber gut, okay. So ein Spielzeug kommt mir bloß nicht ins Haus. Aber vielleicht bin ich da einfach nur ein bisschen anders. Na gut, ich habe andere Interessen. Aber das mit der Werbung, ich meine, ihr kennt halt sowas auch, ne? Bestimmt. Könnt mich ja gerne wissen lassen, was bei euch so die absurdeste Werbung ist, die euch in den letzten Monaten oder, keine Ahnung, Jahren angezeigt wurde.
Naja, aber vielleicht denkt ja auch der Algorithmus, dass ich genau diese Zielgruppe dafür bin. Ja, wer weiß. Gut, okay, ich habe eine Katze, ne? So, deswegen, ein Laserpointer käme da schon in Frage. Aber wenn er mir hier den Boden abfackelt, naja. Ich muss noch mal schauen, ob das von der Versicherung abgedeckt ist. Aber ja, wäre ich mir jetzt unsicher. Oh Mann. Na gut. Das wollte ich einfach mal hier erwähnt haben, ne? Gut, eine weitere Sache, wenn wir schon beim Thema KI sind. Also ich finde es ja schön, ne? Das erleichtert ja einem, hupsala, auch die ein oder andere Sache. Und was ich kürzlich ausprobiert habe, da war ich mal neugierig, von ChatGPT, diesen, ja, wie heißt denn das? Chatten-Modus, Audio-Chatten-Modus, also wo du halt einfach sprechen kannst und du kriegst halt direkt die Antwort halt auch natürlich gesprochen, ja, als Ton. Was ich da erstaunlich fand, wie natürlich diese Stimme klingt mit Auf und Ab und das war halt, also da war ich irgendwie schon sehr erstaunt, das mal so live sehen zu können. Ja, ich bin ein bisschen da bestimmt hinterher, was solche Dinge angeht. Ja, bin da immer nicht so auf dem neuesten Stand, aber nichtsdestotrotz, ja, auch ich probiere Sachen aus. Nein, aber ich fand das wirklich erstaunlich, wie natürlich diese Stimme klang und ja, wie locker flockig die das rübergetragen hat, die Antworten. War ich wirklich erstaunt, ne? Als würde man irgendwie mit einer Person reden, ne? Selbst Luft holen und so weiter, ne? Als ob die KI Luft holen muss. Aber das hat das Ganze natürlich sehr, sehr natürlich gemacht. Erschreckend. Gut, das dazu. Aber eine andere Sache, die wollte ich eigentlich ansprechen, war, dass ich jetzt mal auch ausgewählt habe bei meinen Videos, dass die automatisch übersetzt werden sollen. Ja, auch mit Ton. Und das war sehr befremdlich. Ja, muss ich sagen, das war sehr befremdlich, das zu hören, irgendwie mit einer anderen Stimme. Aber, ja, ich dachte, ich probiere das mal aus, ne? Weil mir ist es irgendwann mal vor Wochen bei anderen Videos aufgefallen, da siehst du halt irgendeinen deutschen Titel und denkst du, ja gut, okay, klicke ich mal rauf und dann wird Deutsch gesprochen, aber das hört sich so unnatürlich an und dann, ach so, okay, ja. Scheinbar ist es halt ein englisches Video, nur halt natürlich dank der modernen Technik übersetzt. Und ja, da habe ich das mal jetzt für mich hier selber auch aktiviert. Na, ich weiß nicht, was das bringt, aber habe es einfach mal gemacht. Warum denn nicht? Irgendwann wird es bestimmt der Standard. Gut, Upsala. Aber wirklich, man muss halt echt sagen, was in den letzten Jahren so passiert ist, das ist nicht ohne. Und was da dann halt entsprechend in den nächsten Jahren noch so auf uns zukommt, also das, da bin ich mal sehr gespannt. Ne? Ich bin meinen Job als Entwickler los, weil dann irgendjemand sagen kann, mach mir mal hier ein fertiges Produkt. Ja, das kann schon sein. Wer weiß, ne? So, die Geister, die man rief und so, ne? Aber gut. Muss man umdisponieren. Also selbst wenn man sagt, vielleicht noch irgendwie so körperliche Arbeit wäre noch was, na. Da gibt es natürlich auch schon die ganzen Roboter, die das auch übernehmen können. Tja, willkommen in der Welt, wo halt Roboter alles übernehmen, aber du trotzdem nicht einfach von nichts, von Luft und Liebe leben kannst. Die Utopie wird es trotzdem nicht geben, liebe Freunde. Gut, zack, wunderbar. Dann nehmen wir uns den hier auch nochmal vor. Sehr, sehr schön. Der nächste bitte. Das hat gesessen. Schade, der hat's gut ausgehalten. Ich hätte gedacht, nett. 6:1. Ich bin Platz 3, obwohl ich nicht so viel... 28:14? Boah, okay. Ich wollte gerade sagen, obwohl ich ja nicht so viel mache, aber ich halte wenigstens dann scheinbar den Leuten die Gegner vom Hals. Also wenn ich halt 28 Leute jetzt schon hier mitgenommen habe, muss ich ja irgendwas tun. Okay, komm. Versuchen wir jetzt mal selber hier einen Punkt zu machen. Mal gucken, ob das was wird. Berserker macht schon guten Schaden. Eieieiei. Na, schade. Alles klar, das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich in die Garage gegangen. So, würde die jetzt nicht laden, ne? Und mich einfach rausschmeißen. Oh, das wär's noch.
So, wo ist denn der Ball hier? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Sag mal, schon wieder! Fahren will gelernt sein, ne? So, ich steige hier auch gleich aus mit meinem Laserpointer. Könnt ihr mal sehen, wo er bleibt. Okay. Ja, ich glaube, das war's, oder? Nee, doch nicht. Jetzt ist meine Chance gekommen zu glänzen. Ja. Warte, ich fahre mal hinter ihm her. Weil der wird es ja auch nicht mehr lange machen. Ah, Mist, 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 Mist. Zu viele Gegner. Zu viele Gegner. Komm, ein Punkt fehlt uns noch. An sich, ich meine, wenn wir das halt auch so souverän über die Zeit bringen können, dann haben wir ja auch gewonnen. Aber warum fahre ich denn hier einfach direkt in den Overdrive rein? Warum tue ich denn sowas? Das wird nichts. Das wird nichts. Okay. Dann gleich nochmal. Wo ist denn jetzt schon wieder der Ball hin? Hm? Wo ist er denn? Ach, direkt hier. Oh, no. Oh, wir haben es geschafft. Dankeschön. So, und wie fahren wir jetzt am besten? Am besten hier direkt in die Gegner rein, oder was? Naja, komm, probieren wir es mal. Ich habe nicht mal selber einen Overdrive und hier ist halt alles voll mit Minen. Und. Naja, komme ich nicht rein. Da komme ich nicht durch. 31, 19 noch immer Platz 3. Ist gut, ist gut. Na, toll. Aber hey, gewonnen. Ja. Ob ich jetzt wirklich so toll war fürs Team, weiß ich nicht, aber ich hatte wenigstens eine gute KD. Ich habe gut Punkte gemacht fürs Team. Also alles soweit tipptopp. Gut. Ja, das, was ich eigentlich davor aufgenommen habe, aber was jetzt leider im Nirvana verschwunden ist durch, wie gesagt, Hardware-Probleme. Das war eine coole Juggernaut-Schlacht, die mit 10:9 endete in einem Sieg. Und das war wirklich ein knappes Ding, kann ich euch sagen. Aber schade, leider nichts mehr zu machen. Okay, macht das gut oder doch besser. Rinja ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.